Mahlkönig E64 WS heißt diese Mühle und sie ist in so vielerlei Hinsicht interessant. Denn es ist nicht nur eine Mühle, es ist eigentlich ein kleiner Computer, der einerseits mit einer Waage oder sogar mit einer Espressomaschine verbunden werden kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Waage oder die Espressomaschine die Mühle steuert bzw. ihr Rückmeldungen gibt, damit die Mühle sich so einstellt, dass am Ende der Espresso perfekt gebrüht rauskommt. So ist die Idee. Doch ist das in der Tasse auch genauso und liefert die Maschine auch all das, was wir uns von ihr wünschen? Darüber sprechen wir in diesem Video und das ist eine Zusammenfassung unseres ausführlichen Testvideos, erschienen auf kaffeemacher.ch. Da sind wir mit der Mahlkönig E64 WS. Wiegen und synchronisieren, dafür steht WS. Und das macht die Mühle auf wirklich interessante Art und Weise. Sie antizipiert die Brühungen, sie geht auf euch ein, sie will mit euch reden, wenn sie denn dann in allen Umfängen funktioniert. Und da müssen wir sagen, wir haben jetzt hier die dritte Version der Mühle. Und die Mühle ist immer noch ein bisschen Work in Progress. Heute ist die Hardware mittlerweile wirklich gut. Wir können uns darauf verlassen, die Mühle liefert uns in der Konfiguration, so wie sie jetzt ist, super Partikelverteilung, schön in den Siebträger, gute Konstanz. Und wenn wir 18 Gramm wollen, dann kriegen wir auch 18 Gramm. Also die Hardware ist schon da. Die Software ist noch in Entwicklung, aber, also eigentlich ist sie schon ziemlich weit, aber das Gute ist ja, sie entwickelt sich weiter und sie kann über die Internetverbindung einfach aktualisiert werden. Das heißt, sie wird sich auch noch weiterentwickeln und wir hoffen, dass sie noch weiter verbessert wird, damit die Mühle das Potenzial, was in ihr angelegt ist, wirklich abrufen kann. Denn das ist wirklich außergewöhnlich. Ich würde sagen, wenn alles so funktioniert, wie sich das Mahlkönig, der deutsche Hersteller, gedacht hat, dann kann diese Mühle wirklich fast alle anderen Mühlen auf dem Markt hinter sich zurücklassen, vor allem in der Preisklasse. Wir reden von rund 1000 Euro, 1000 Franken und nochmal, wir haben eine Mühle mit einer guten Partikelverteilung, wir haben eine Mühle, die relativ zügig ist, 7,5 Sekunden mahlen wir für 18 Gramm Kaffee. Das ist ein schneller Wert für eine Heimmühle. Die Mühle hat eine Lautstärke von rund 85 Dezibel, das ist so im mittleren, höheren Bereich. Und die Mühle wird auch nicht besonders warm, also sie bleibt eigentlich auch mit vielen Bezügen hintereinander recht konstant in der Temperatur. Das heißt, wir haben keine Auswirkungen durch Überhitzung auf den Mahlgrad oder auf die Partikelverteilung und damit auf den Geschmack. Das passt. Totraum haben wir ein bisschen. Wir messen 4,1 Gramm Totraum, absoluter Totraum, und zwar 3,8 temporär und 0,3 permanent. Also das, was verklebt in Schrauben und so weiter, in Ritzen zurückbleibt. Das ist ein mittlerer Wert, das ist deutlich mehr als eine Single-Dosing-Mühle, aber es ist jetzt auch kein gravierend großer Wert. Aber ihr könnt es euch vielleicht so vorstellen, wenn ihr 18 Gramm wiegt, dann sind beim nächsten Mal noch rund 4 Gramm alter Kaffee. Und je nachdem, wie lange ihr keinen Espresso mehr gemacht habt, hat das eine größere Auswirkung oder eine geringere Auswirkung. Gut, das sind alles Dinge, die kennt ihr von anderen Mühlen. Die Mahlkönig E64 WS, die hat aber noch viel mehr drauf, was wir so fast gar nicht oder nur in ganz einzelnen Fällen oder und in einem deutlich höheren Preisbereich sonst auf dem Markt finden. Mahlkönig profitiert da natürlich deutlich und stark von den Modellen im Gastronomiebereich, die dann 2.500, 3.000 Franken, 3.000 Euro kosten. Zum Beispiel der E65 Grind by Weight oder Grind by Sync. Die Software ist in der Basis sehr ähnlich und man hat hier wirklich viel übernommen in diese kleine Home-Mühle. Zum Beispiel haben wir eine automatische Erkennung des Siebträgers. Ihr könnt hier mit dieser Waage verschiedene Siebträger tarieren, einkalibrieren. Und wenn ihr diesen Siebträger nun in die Mühle einspannt, dann erkennt die Mühle den Siebträger und sagt, ah, das ist ja mein Siebträger 1. Und dann könnt ihr selbst vorher hinterlegen, bei dem Siebträger 1, da mahle ich immer 17 Gramm. Es ist ein Zweier-Siebträger. Da nehme ich als Basis von mir aus eine Distanz der Mahlscheiben von 75 Mikron und ich male eben diese 17 Gramm in den Siebträger. Wenn ich dann sage, okay, das war der Zweier-Siebträger, als nächstes will ich zum Einer-Siebträger gehen, dann könnt ihr auch den programmieren und einen anderen Mahlgrad hinterlegen, ein anderes Rezept
und dann malt die Mühle euch passend zu diesem Siebträger die richtige Kaffeemenge. Und zwar wirklich die richtige, weil die Waage trotz der Mahlgradumstellung dafür sorgt, dass die richtige Kaffeemenge im Siebträger landet. Und das ist schon phänomenal. Das ist der Modus der Siebträgererkennung. Ihr könnt natürlich auch einfach sagen, ich arbeite immer mit dem gleichen Siebträger und einfach auf diesen Modus switchen und dann eben mit dem Zweier-Siebträger arbeiten und dann wiederum da Rezepte hinterlegen. Nun hat die Mühle zusätzlich eine assistierte Mahlgrad-Einstellungsfunktion. Wenn ihr zum ersten Mal einen Kaffee einstellen wollt, noch gar nicht wisst, wo welcher Mahlgrad ungefähr der richtige ist, dann könnt ihr sagen, hey Mühle, hilf mir doch, ich bin ein unerfahrener Homebarista, aber ich habe Lust auf diesen entkoffinierten Kaffee oder auf diesen Robusta oder was auch immer für einen Kaffee. Ihr gebt den Kaffee in die Mühle und dann sagt ihr Einrichtungsprogramm starten. Und dann beginnt die Mühle euch erstmal zu fragen, ja du, was hast du jetzt für einen Kaffee? Ist er eher dunkel? Ist er eher hell? Willst du eine doppelte Portion machen oder eine Einzelportion machen? Sie fragt euch, was hast du für eine Grundgrammgröße angedacht? Wie viel Gramm im Siebträger, wie viel Kaffeepulver und wie viel Gramm in der Tasse? Das sind vielleicht Werte, die ihr von eurem Röster, so er euch vernünftige Rezepte liefert, was bei uns immer Standard ist, so er euch das zur Verfügung stellt. Das könnt ihr eingeben und dann hilft euch die Mühle, da hinzukommen. Ihr zieht dann also diesen Kaffee, ihr malt den in den Siebträger, der fällt fluffig rein, der fällt in dieser Version wirklich super rein. In den vorigen Versionen müssen wir sagen, da hatte die Mühle noch ein bisschen zu kämpfen. Das wurde jetzt gelöst, weil mit den neuen Mühlen, mit den neuen Modellen, mit den aktuellen Versionen noch ein zweiter Flapper mitgeliefert wird. Falls ihr noch den alten Flapper habt, meldet euch beim Mahlkönig oder eurem Händler, dann kriegt ihr den aktuellen Doppelflapper nachgeliefert. Nun malt also die Mühle 18 Gramm in den Siebträger, ihr temmt, ihr macht die normale Vorbereitung, geht dann zu eurer Espressomaschine, bezieht den Espresso und kontrolliert die Outputmenge und die Zeit. Wenn ihr nun eine andere Zeit, also eine abweichende Zeit habt, also zum Beispiel der Espresso deutlich zu schnell lief, dann könnt ihr das nachher der Mühle sagen. Die Mühle fragt euch, habt ihr jetzt diese Zielgröße erreicht? Ihr sagt, nein, leider nicht. Und die Mühle wird reagieren und den Mahlgrad entsprechend dann eben gröber oder feiner stellen. Und das macht sie erstaunlich smart. Und zwar macht sie das sogar mit einer Berücksichtigung des Totraums. Also sie merkt oder weiß, ich habe ja noch ein bisschen alten Kaffee von der letzten Malung mit dem alten in dem Totraum. Sie steuert also eventuell ein bisschen über das eigentliche Ziel hinaus, um dann mit euch den nächsten Bezug zu machen. Und dann macht ihr den nächsten Bezug und gibt dann wieder das Feedback. Und wir haben wirklich erlebt, dass oft schon der zweite, spätestens aber dann der dritte Bezug auf der Zielgröße war. Und da muss man sagen, erstaunlich. Also wie oft brauchen wir als erfahrene Homebarista auch 3 Bezüge, um dann wirklich zum Zielrezept zu kommen. Das ist richtig cool. Nicht so schön ist, dass ihr euch aufwendig in der App registrieren müsst, wenn ihr Updates für die Maschine wollt. Und die wollt ihr, denn die Maschine wird ja sukzessive noch weiterentwickelt, beziehungsweise die Software. Und das ist auch gut so. Das heißt, ihr müsst euch da einloggen, die müsst ihr ins WLAN nehmen, ihr müsst euch verbinden. Es ist nicht so ganz einfach mit der Konnektivität. Wenn ihr zusätzlich noch die Grind by Sync Waage habt, dann müsst ihr die auch noch anmelden, dann müsst ihr die auch mit der App verbinden. Und am Ende habt ihr dann alles in dieser App verbunden und im Idealfall läuft das dann auch alles. Bei uns lief das dann alles und das ging dann auch zuverlässig. Es hat alles eine gewisse Latenz, weil es halt übers Netz geht und nicht über Bluetooth mal eben schnell ohne Registrierung eine Verbindung hergestellt wird. Ist ein bisschen ein Kompromiss. Ich habe die Waage angesprochen und die Espressomaschine. Die Espressomaschine gibt es heute noch nicht. Deshalb werden wir die Mühle auf jeden Fall noch ein zweites Mal anschauen mit der Xenia Mahlkönig. Nochmal kurz zur Waage. Die sieht so aus und die ist quasi das Gegenüber zur Mühle, wenn ihr nicht diese verbundene Espressomaschine habt. Ihr könnt hier eben auch dann messen, wie viel Gramm wurden ausgegeben und die Mühle erfährt dann von der Waage, so und so viel Gramm Kaffee hatte ich in der Tasse, so war meine Extraktionszeit, ihr stoppt die ja dann hier, also muss ich reagieren. Ihr müsst die Waage aber komplett manuell steuern, also nicht komplett, aber schon in vielen Punkten. Die Waage funktioniert von selbst, sie hat auch eine gute Austarierung, das funktioniert super. Was ihr aber machen müsst, ihr müsst natürlich dann immer stoppen und starten, beziehungsweise starten und stoppen, wann beginnt der Espresso zu laufen und wann stoppt der Espresso. Es gibt auch einen Modus mit einer automatischen Erkennung, macht aber relativ wenig Sinn,
weil der startet, wenn der erste Tropfen in die Tasse kommt. Aber das ist nicht der Moment, in dem die Kontaktzeit zwischen Wasser und Kaffee und aus unserer Sicht die Startzeit eben dann beginnt. Ich habe noch nichts gesagt zur Wertigkeit der Mühle. Ich würde sagen, sie macht insgesamt einen guten Eindruck. Der Case ist stabil, die Mühle ist solide. Die Aufhängung ist wirklich phänomenal. Also wenn ihr den Siebträger da reinpackt, erstens bleiben alle Siebträger, die wir getestet haben, sauber hängen und werden schön gemahlen. Und selbst wenn wir sie nicht super perfekt ausgerichtet haben, blieben sie in unserem Fall alle schön eingespannt. Das ist super und da sieht man, okay, da hat Mahlkönig wirklich viel Erfahrung gesammelt mit den Gastro-Mühlen. Ein paar Sachen sind so ein bisschen, da merkt man, es wurden ein paar Kompromisse gemacht. Die sind schon sehr wackelig, auch das fühlt sich ein bisschen einfach an. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das eine sehr wertige Mühle und man merkt schon, ja, das ist eine Mahlkönig. Auch wenn sie nicht im Hamburger Werk, sondern im chinesischen Werk hergestellt wurde. Was wirklich schade ist, das Potenzial der Mühle ist viel größer als das, was die Mühle in den ersten Versionen, und das ist wie gesagt unsere dritte, abgeliefert hat. Denn die Mühle kam einfach nicht fertig zu den Kundinnen und Kunden. Der Auswurf ist noch abgesackt, der Flepper, der zweite, hat gefehlt. Das heißt, es war fast nicht möglich, sauber in den Siebträger hineinzumahlen. Immer wieder hat die Mühle nicht sauber erkannt, dass der Bohnenbehälter drauf sitzt. Sie hat euch also nicht erlaubt zu mahlen. Und bei der Software, ja, da gibt es noch immer einige Herausforderungen. Zum Beispiel könnt ihr eben in diesem geführten Guide nicht unter 40 Gramm Espresso gehen. Also ihr könnt zum Beispiel nicht 18 Gramm in zu 36 brühen, weil die Mühle von euch im Einrichtungsguide verlangt, nee, ich will mindestens 40. Oder ihr könnt im Doppelsiebträger nicht auf über 19 Gramm gehen. Obwohl ihr vielleicht einen 20er oder 22er Sieb verwendet, lässt die Software nicht zu. An manchen Stellen merkt man auch, dass die Worte eigentlich zu lang sind für das Design. Sie überschneiden dann oder überlagern andere. Da gibt es noch so Sachen, die muss man einfach oder die muss Mahlkönig noch fertigstellen. Und da finde ich, das gehört sich einfach nicht. Der Markt ist nicht dafür da, die Feedback-Instanz zu sein, damit ihr oder der Hersteller seine Mühle fertig entwickelt. Das soll doch bitte in der Entwicklungsabteilung von Mahlkönig passieren und wir wollen, genauso wie alle anderen, eine fertige Mühle, wenn wir sie dann kaufen und nicht eine, die noch 3, 4, 5 Mal erneuert werden muss. Und das, was als Zustand dann ausgeliefert wurde, ist weit weg von dem Potenzial der Mühle. Denn, nochmal, und damit schließe ich diese kleine Kurzversion, diese Mühle hat alles, um den Markt zu revolutionieren. Diese Mühle ist wirklich gut. Sie hat so gute innere Werte, die Software hat so viel Potenz und sie ist wirklich dafür da, um euch zu unterstützen, ohne viel Erfahrung, ziemlich schnell guten Espresso zu machen, ohne viel Kaffee zu verlieren. Und vor allem finde ich wirklich erstaunlich, wie smart die Mühle mit dem Totraum schon heute mit diesem Algorithmus umgeht, wie sie diesen antizipiert. Wenn ihr genau erfahren wollt, wie das funktioniert und wenn ihr sehen wollt, wie wir die Mühle einstellen, ziemlich guten Espresso trinken, dann empfehle ich euch unser langes Video. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, ich habe alles nochmal aufgeschrieben. Ist unten verlinkt, ausführlicher Blogbeitrag über die Mahlkönig E64 WS. Und den werden wir natürlich weiter updaten mit jeder Iteration dieser Mühle. In diesem Sinne, trinkt guten Kaffee, tschüss und bis bald. Wir sehen uns und hören uns.